Die Technik der 300 Sätze, Deutsch lernen ohne komplizierte Grammatik. Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass Deutsch lernen vor allem eins bedeutet? Grammatik, Regeln, Tabellen? Vielleicht hast du dir vorgenommen, fleißig zu lernen und bist dann in einem Labyrinth aus Artikeln, Fällen, Endungen und Ausnahmen gelandet. Das Problem ist, viele Menschen versuchen, Deutsch wie Mathematik zu lernen, mit Formeln und Regeln. Doch Sprache ist keine Formel. Sprache ist Leben, Rhythmus, Muster. Und genau hier setzt die Technik der 300 Sätze an. Sie sagt, lerne nicht zuerst Grammatik, sondern fertige Bausteine. 300 Sätze, die alles abdecken, was du am Anfang brauchst. Mit diesen Sätzen kannst du sofort anfangen zu sprechen, ohne jedes Mal lange überlegen zu müssen. Dein Gehirn erkennt mit der Zeit die Muster automatisch. So wie ein Kind nicht Grammatik lernt, sondern Sätze nachspricht, lernst du Schritt für Schritt die Sprache aus echten Beispielen. In diesem Video zeige ich dir, wie diese Methode funktioniert, warum sie so effektiv ist und wie du sie nutzen kannst, um Deutsch einfacher, schneller und mit mehr Freude zu lernen. Warum scheitern so viele Menschen am Deutschlernen? Oft liegt es nicht an mangelnder Intelligenz oder Motivation, sondern daran, dass sie von Anfang an mit Grammatik überladen werden. Stell dir vor, du bist Anfänger und schon in der ersten Woche musst du die 4 Fälle lernen: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv. Dazu Artikel, der, die, das. Und dann gleich die Ausnahmen, die unregelmäßigen Pluralformen, die Satzstellung mit Haupt- und Nebensätzen. Dein Kopf sagt, das ist zu viel und blockiert. Doch so sprechen Kinder nicht. Ein Kind sagt nicht, Mama, ich benutze jetzt den Akkusativ. Es sagt einfach, ich will Wasser. Die Grammatik wächst mit der Zeit, ganz automatisch. Wenn du also am Anfang versuchst, alles grammatikalisch perfekt zu machen, passiert das Gegenteil. Du sprichst langsamer, du verlierst Freude, du vermeidest Gespräche aus Angst, etwas falsch zu sagen. Darum braucht es einen anderen Ansatz: Sprache zuerst benutzen, dann verstehen. Genau das macht die Technik der 300 Sätze möglich. Sie nimmt dir den Druck der Theorie und gibt dir sofort etwas Praktisches in die Hand: Sätze, die du direkt einsetzen kannst. Das Prinzip der 300 Sätze ist einfach und gerade deshalb so mächtig. Statt hunderte Vokabellisten und Grammatikregeln auswendig zu lernen, konzentrierst du dich auf 300 kurze, klare Sätze, die den Kern des Alltags abdecken. Diese Sätze sind wie Bausteine. Mit ihnen kannst du fast jede wichtige Situation meistern. Im Supermarkt, im Café, bei der Arbeit, mit Freunden. Beispiele: Ich hätte gerne einen Kaffee. Wo ist die Toilette? Ich komme aus Portugal. Kannst du mir bitte helfen? Diese Sätze sind nicht nur fertige Werkzeuge, sie sind auch Schablonen, die du anpassen kannst. Aus Ich hätte gerne einen Kaffee wird schnell Ich hätte gerne ein Wasser. Ich hätte gerne ein Brötchen. Mit nur einem Satz öffnest du also viele Türen. Die Magie liegt darin, dass du diese 300 Sätze so oft wiederholst und benutzt, dass sie automatisch werden. Du musst nicht mehr nachdenken. Dein Mund spricht, dein Kopf erkennt Muster und die Grammatik formt sich fast von selbst. So baust du Stück für Stück eine solide Basis auf, die viel stabiler ist als jede abstrakte Theorie. Sprache ist kein Regelwerk im Kopf. Sie ist ein Netz aus Mustern,
das dein Gehirn erkennt, wenn es sie oft genug hört. Stell dir Musik vor. Wenn du ein Lied lernst, liest du nicht zuerst die Notentheorie, du hörst die Melodie, summst mit, spielst die Töne nach. Dein Gehirn erkennt das Muster und irgendwann kannst du die Melodie von allein wiedergeben. Mit Sprache funktioniert es genauso. Wenn du immer wieder hörst, ich gehe nach Hause, ich fahre nach Berlin, ich komme nach Deutschland, dann erkennt dein Gehirn automatisch das Muster Verb plus nach plus Ort. Du musst die Regel nicht kennen, um sie richtig anzuwenden, Dein Gehirn speichert das Muster. Die 300 Sätze liefern genau diese Muster. Du wiederholst sie so oft, dass dein Gehirn beginnt, Strukturen zu fühlen, ohne dass du jede Regel auswendig kannst. Das bedeutet, du sprichst schneller, du verstehst intuitiver, du lernst natürlicher, so wie ein Kind. Und irgendwann bemerkst du, Moment, ich benutze den Dativ, ohne bewusst daran zu denken. Das ist das Ergebnis von Mustern, nicht von trockener Theorie. Lass uns praktisch werden. Ein einziger Satz kann zur Vorlage für unzählige Varianten werden. Nehmen wir den Satz, ich hätte gerne einen Kaffee. Mit kleinen Änderungen kannst du sofort neue Situationen abdecken. Ich hätte gerne ein Wasser. Ich hätte gerne ein Brötchen. Ich hätte gerne die Rechnung. Oder den Satz, ich komme aus Portugal. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Deutschland. Und noch ein Beispiel. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte sagen, wo die Toilette ist? Kannst du mir bitte erklären, wie das funktioniert? Kannst du mir bitte ein Foto machen? So siehst du, mit nur einer Struktur öffnest du eine ganze Welt von Möglichkeiten. Die Technik der 300 Sätze ist also nicht nur 300 fertige Antworten, sondern ein System von Schablonen, die du flexibel einsetzen kannst. Jeder Satz ist wie ein Werkzeug, das du anpasst. Und je öfter du das tust, desto schneller erkennst du Muster und baust automatisch deine Sprachkompetenz auf. Warum funktioniert die Technik der 300 Sätze so gut? Weil sie auf Wiederholung basiert. Und Wiederholung ist die stärkste Waffe im Sprachenlernen. Grammatikregeln kannst du verstehen, aber verstehen bedeutet nicht automatisch können. Du kannst die Regel kennen, nach folgt der Dativ. Und trotzdem sagst du im Gespräch das Falsche, weil dir die Regel in der Eile nicht einfällt. Wiederholung dagegen programmiert dein Gehirn. Wenn du einen Satz 100 Mal gehört und gesagt hast, kommt er automatisch über deine Lippen, ohne Nachdenken. Das ist wie Autofahren. Am Anfang musst du an alles denken. Gangschaltung, Kupplung, Blinker. Nach Monaten passiert es automatisch. So ist es auch mit Sprache. Wiederholst du, ich hätte gerne, oft genug, brauchst du keine Grammatikregel mehr. Hörst du regelmäßig, kannst du mir bitte, brauchst du die Struktur bald intuitiv. Sprichst du immer wieder, ich komme aus, passt du Länder und Orte von allein an. Die Technik der 300 Sätze baut auf genau diesem Prinzip. Nicht erklären, sondern einprägen. Nicht nur wissen, sondern können. Darum ist Wiederholung mächtiger als jede Regel. Sie verwandelt Wissen in echte Fähigkeit. Die Frage ist jetzt, wie trainierst du die 300 Sätze im Alltag so, dass sie wirklich Teil von dir werden? Hier sind einige einfache, aber wirkungsvolle Methoden. Erstens, hören. Die Sätze in dein Ohr bringen. Nimm die 300 Sätze als Audio auf oder nutze Apps, Podcasts, YouTube. Höre sie morgens beim Zähneputzen, unterwegs in der Bahn oder abends vor dem Schlafengehen.
Dein Gehirn liebt Wiederholung im Hintergrund. Zweitens. Sprechen. Laut wiederholen. Sprich die Sätze aktiv nach, nicht nur im Kopf. Wenn du sie laut aussprichst, trainierst du Mund, Zunge und Stimme. Wiederhole nicht einmal, sondern 10-mal. So wird der Satz automatisch. Drittens. Schreiben. Muster festigen. Schreibe die Sätze regelmäßig auf. Noch besser, verändere sie leicht. Aus „Ich hätte gerne einen Kaffee“ machst du „Ich hätte gerne ein Wasser“ oder „Ich hätte gerne einen Tee“. Schreiben verankert die Strukturen tiefer. Viertens. Alltag. Sätze bewusst einsetzen. Nutze die Sätze in echten Situationen. Bestelle mit ihnen im Restaurant, frage im Geschäft, starte Gespräche. Jedes Mal, wenn du einen Satz im echten Leben benutzt, wird er doppelt so stark. Fünftens. Mix und Match. Kombiniere 2 oder 3 bekannte Sätze. Zum Beispiel: Ich komme aus Portugal. Ich hätte gerne einen Kaffee. Kannst du mir bitte helfen? Schon führst du ein kleines Gespräch nur mit deinen Bausteinen. So verwandelst du die 300 Sätze in lebendige Werkzeuge. Mit jedem Einsatz werden sie fester in deinem Gedächtnis, bis du sie nicht mehr lernst, sondern einfach benutzt. Viele Lernende haben Angst vor Fehlern. Sie denken, wenn ich den Satz falsch sage, blamiere ich mich. Und genau diese Angst blockiert sie. Doch bei der Technik der 300 Sätze gilt das Gegenteil. Fehler sind willkommen. Warum? Weil Fehler zeigen, dass du die Sätze ausprobierst, dass du spielst, dass du dich traust. Wenn du aus „Ich hätte gerne einen Kaffee“ machst „Ich hätte gerne einen Wasser“, dann ist das ein kleiner Fehler. Aber dein Gesprächspartner versteht dich trotzdem. Dein Gehirn merkt sich: es heißt ein Wasser, nicht einen Wasser. Beim nächsten Mal sitzt es besser. Die Grammatik wächst aus den Mustern. Du wirst durch Ausprobieren merken, was richtig klingt. So lernst du viel natürlicher als durch trockene Regeln. Kinder machen genau das Gleiche. Sie sagen monatelang „Ich bin gegangenen“, falsch, aber mutig. Mit der Zeit hören sie die richtige Form so oft, dass sie sich automatisch anpasst. Genau so funktioniert es bei dir. Fehler sind keine Niederlagen, sondern Bausteine auf dem Weg zur Sicherheit. Darum, hab den Mut, die 300 Sätze zu verdrehen, zu erweitern, zu vermischen. Nur so werden sie lebendig und nur so wirst du frei sprechen. Ein oft übersehener Punkt beim Sprachenlernen ist die Psychologie der Einfachheit. Warum scheitern so viele nach ein paar Monaten? Nicht, weil sie unfähig sind, sondern weil sie sich mit zu viel Komplexität überfordern. Die Technik der 300 Sätze wirkt so stark, weil sie genau das Gegenteil tut. Sie macht das Lernen einfach und überschaubar. Klarer Fokus. Du musst nicht tausende Regeln und Listen jonglieren. Du hast 300 Bausteine und die wiederholst du. Dein Gehirn liebt klare Grenzen. Schnelle Erfolge. Schon nach den ersten 20, 30 Sätzen kannst du kleine Gespräche führen. Diese Erfolge geben dir Motivation und Motivation ist der Treibstoff für Geduld. Weniger Druck. Anstatt ständig zu denken, ich weiß zu wenig, sagst du dir, ich kenne meine Sätze und sie reichen. Dieses Gefühl der Sicherheit hält dich stabil. Wachsender Mut. Je öfter du merkst, dass die 300 Sätze funktionieren, desto mutiger wirst du, sie zu variieren. Aus festen Mustern entsteht Flexibilität. Die Einfachheit ist kein Trick, sie ist Psychologie. Dein Gehirn liebt kleine, klare Aufgaben, die machbar sind.
Darum gibt dir diese Methode mehr Motivation als jeder dicke Grammatikband. So wird Lernen nicht mehr ein Berg, vor dem du stehst, sondern ein Weg, den du Schritt für Schritt gehst. Am Ende dieser Reise erkennst du, du brauchst keine komplizierte Grammatik, um Deutsch zu sprechen. Du brauchst Klarheit, Wiederholung und die richtigen Bausteine. Die Technik der 300 Sätze ist genau das. Ein Fundament, auf dem du sicher stehst. Mit ihnen kannst du sofort sprechen. Mit ihnen erkennst du Muster, ohne Regeln auswendig zu lernen. Mit ihnen wächst deine Grammatik organisch, Stück für Stück, aus der Praxis. Das Entscheidende ist, Sprache ist zum Benutzen da, nicht zum Analysieren. Wenn du sprichst, wenn du hörst, wenn du Fehler machst und trotzdem weitermachst, genau dann beginnt echtes Lernen. Die 300 Sätze sind dein Werkzeugkasten. Am Anfang wirken sie einfach, fast zu simpel. Doch wenn du sie regelmäßig wiederholst und im Alltag einsetzt, verwandeln sie sich in eine enorme Stärke. Und irgendwann wirst du merken, du denkst nicht mehr über Artikel, Fälle oder Wortstellung nach, du sprichst einfach. Das ist das Ziel. Frei sprechen, ohne kompliziertes Denken. Also, fang an. Nimm deine ersten Sätze, wiederhole sie, benutze sie, spiele mit ihnen. Und Schritt für Schritt wirst du entdecken, dass du Deutsch sprichst. Nicht durch trockene Theorie, sondern durch lebendige Praxis. Denn am Ende gilt, 300 Sätze können mehr bewirken als 1000 Grammatikregeln.